Willkommen zurück zu unseren FÜVE-Videos diese Woche. Bislang haben wir ja über die Biologie gesprochen, jetzt gehen wir mal in die Chemie über und auch hier kann man wunderbar Materialien aus der Natur benutzen. Und zwar haben wir hier mal etwas Erde mitgebracht. In diesem einen Gefäß ist Blumenerde aus Muttis Blumentopf vom Balkon. Und hier haben wir etwas Erde von unserer Außenexkursion von einer Wiese mitgebracht. So, wieso dieser ganze Aufbau? Das hier ist ein Aufbau für eine Titration. Dieses Gerät nennt man eine Burette und dort kann man einfach Flüssigkeiten einfüllen und durch den Hahn die Tröpfchengröße verändern und so das Volumen variieren, was hier unten in dieses Becherglas hineintropft. Dann haben wir hier einen Drop Counter, an dem kann man eine pH-Elektrode anschließen, die den pH-Wert misst. Und dort ist auch eine kleine Öffnung, das ist eine Lichtschranke drin. Der kann man vorher sagen, wenn da ein Tropfen vorbeifällt, wie viel Volumen das war und so zurückkalkulieren, wie viel Volumen von dieser Flüssigkeit hier oben hier unten reingelaufen ist. Und so kann man zusammenrechnen, wie der pH-Bereich und wie der Pufferbereich von etwas liegt. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Das hier unten ist ein Magnetrührer, mit dem kann man Flüssigkeiten miteinander vermischen, denn wenn man den nicht hätte, würde hier oben nur was durchtropfen und dort auf einer Stelle bleiben und sich nicht vermischen mit allem und so würde das die Messung komplett verzerren. So, dann können wir auch schon gleich mit unserer Messung starten. Und zwar kann man den Drop Counter wie die ganzen anderen Sensoren ganz simpel mit dem Smartphone über die FÜVE Measure App verbinden und sofort auf Start drücken und die Messung kann beginnen. Und dann kann man feststellen, der Boden aus Muttis Blumentopf hat einen pH von 7,5, also neutral bis leicht alkalisch. Wenn man jetzt aber sich die Blumenerde von der Wiese mal nimmt, wo dann halt auch mal ganz andere Pflanzen drauf wachsen als vielleicht eine Geranie oder eine Rose, dann kann man sofort mit der Messung feststellen, oh, der pH-Bereich fällt, oh, der Boden draußen auf der Wiese war sauer. Um die Titration jetzt wirklich durchführen zu können, müssen wir in unsere Burette noch eine Flüssigkeit einfüllen. Die wählen wir passend zu dem pH-Bereich unseres Bodens hier unten. Er war leicht sauer und nun den pH-Wert zu ändern, nehmen wir Natronlauge, eine Base, füllen mit Hilfe des kleinen Trichters etwas Natronlauge in unsere Burette. Um die Messung zu starten, drücken wir jetzt unseren Startknopf auf der App und öffnen vorsichtig den Hahn hier unten an der Burette, sodass einzelne Tropfen der Natronlauge hineintropfen und schalten natürlich unseren Magnetrührer an, damit auch der Boden mit der Natronlauge durchmischt wird. Und sofort zeichnet unsere App das Volumen auf und die Änderung des pH-Werts. So, nun ist einige Zeit vergangen und unsere Natronlauge auch von der Burette in unsere Probe gelaufen und wir können den Versuch beenden. Denn wenn ihr eure Messwerte euch betrachtet, dann seht ihr eine Weile einen linearen bis leicht ansteigenden Verlauf und dann auf einmal steigt der pH-Wert sprunghaft an und nähert sich dem pH-Wert der Natronlauge, also der Substanz, die wir oben drin hatten und reintropfen lassen haben. Dieser sprunghafte Anstieg markiert auch das Ende des Pufferbereichs unseres Bodens. Solche Messungen kann man natürlich auch noch wunderbar mit ganz anderen Substanzen wie Säuren und Basen durchführen und jede Lösung, jede Substanz hat auch ihren eigenen Pufferbereich, der sich immer von den anderen etwas unterscheidet. Abschließend, was haben wir heute gelernt? Und zwar zum einen, dass Böden einen pH-Wert besitzen und dieser von dem Boden selber und der Vegetation abhängt. Zum anderen von Umwelteinflüssen wie Regen oder Abgasen. Des Weiteren besitzen Böden auch einen Bereich, den es ihnen ermöglicht, den pH-Wert eine Weile zu halten. Und dieser Bereich heißt Pufferbereich.